Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bergen Konga Crafts. Ich habe mal wieder ein wenig getüftelt und habe eine doppelte Tatüta kreiert. So sieht das Teil aus. Es ist quasi Tatüta im Doppelpack. Einfach aufmachen und zum Vorschein kommen zwei Tatütas. Man kann es auch leicht wieder schließen und man kann es auch vor allem auf beiden Seiten öffnen. Der Seite und auf der Seite. Also man muss nicht darauf achten, wie rum das Teil liegt. Es geht auf beiden Seiten auf und zuzumachen. Also super praktisch. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Das ist der Innenstoff vom Außenteil. Das ist der Außenstoff vom Außenteil, das ist der Außenstoff vom Mittelteil, das ist der Innenstoff vom Mittelteil und die Schließe, der Verschluss. Zuerst nähen wir das Mittelteil. Linke Seite, rechte Seite. Links, rechts. Und jetzt die 15er Seiten rechts auf rechts zusammenlegen. Und hier entlang zusammennähen. Die Nahtzugabe beträgt hier nur 0,5 cm, also von der Nadel bis zum Stoffrand. Am Anfang und Ende verriegeln. Und nun die gegenüberliegende 15 cm Seiten zusammennähen, genauso wie gerade eben auch. Und jetzt bügeln wir die Nahtzugabe des Außenteils in Richtung Innenteil. Und auf der anderen Seite genauso. Auf rechts wenden. Ihr seht, hier wird die Nahtzugabe von den Überschlägen eingeschlossen. Die beiden Seiten so vermitteln, dass sie beidseitig gleich breit sind und sehr gut bügeln. Das Klettband besteht aus weichem Flausch und aus harten Haken. Wir nehmen jetzt erstmal die beiden Flauschteile. Und die kommen hier auf das große Außenteil. Vom kurzen Rand zur Mitte 9 cm messen und anzeichnen. Dann die Mitte, das sind hier 7,5 cm, anzeichnen. Und das gleiche auf der anderen Seite. Genau hier die flauschigen Klettteile anlegen, mittig ausrichten und ringsum festnähen. Um das Nähen zu erleichtern, klebe ich die Klettteile fest. Den Kleber nur mittig auftragen, damit die Nähnadel nicht verklebt. Das Klett soll ja nur zum Nähen fixiert werden. Und dazu jetzt noch ein wenig trocknen lassen und dann auf die markierten Stellen aufkleben. Und anschließend festnähen.
Genau wie beim kleinen Mittelteil, wie hier die großen Außenteile an den 15 cm Seiten, rechts auf rechts, erst hier und dann hier zusammennähen, auch mit 0,5 cm Nahtzugabe. Die Nahtzugabe auch hier in Richtung Innenteil umbügeln und das Ganze nach außen wenden. Vermitteln, sodass die Überschläge auf beiden Seiten ungefähr gleich breit sind und auch wieder gut bügeln. Von beiden genähten Teilen die Mitte ermitteln. Das Mittelteil rechts auf rechts mittig auf das große Außenteil auflegen und feststecken. Die Seiten einschlagen, entweder direkt an die Kante des Mittelteils anstoßend oder wie ich, über oder unter das Mittelteil, so weit wie die Breite des Überschlages ist, und feststecken. Mit dem Geradestich hier oben zusammennähen und zurück mit einem Zickzackstich versäubern und das gleiche hier gegenüber. Hier wird füßchenbreit genäht, also die Füßchenkante stimmt mit der Stoffkante überein. Anfang und Ende verriegeln und an den Stellen, wo sich die beiden Umschlagseiten treffen, nochmal zurück und wieder vornähen, da diese Stellen stärker beansprucht werden. Am Ende angekommen den Faden nicht abschneiden, Füßchen hoch, das ganze Teil umdrehen, ohne den Faden weiter rauszuziehen, einen Zickzackstich einstellen und die Kante versäubern. Und auf der anderen Seite das gleiche. Die überstehenden Fäden abschneiden. So, jetzt können wir das Ganze wenden. Die Ecken gut rausdrücken und alles sehr gut bügeln. Oben und unten vom rechten und linken Rand her nach innen 8 cm messen und mit einer Nadel oder Kreide markieren. Von einer Markierung runter zur nächsten gerade runternähen. Die Nähnadel ist auf der gleichen Linie wie die Markierung. Am Ende den Faden nicht abschneiden, sondern Füßchen hoch, umdrehen, rüberziehen und die nächste gerade nähen. Nun zum Verschluss. Der Länge nach rechts auf rechts zusammenlegen und stecken. Mittig eine Wendeöffnung freilassen, also hier anfangen, natürlich verriegeln bis hier, verriegeln, rüberziehen, verriegeln, weiternähen und wieder verriegeln. Hier wird auch wieder Füßchen breit genäht. Die Ecken bis kurz vor der Naht schräg abschneiden, die Nahtzugabe zurückschneiden, aber nicht bei der Wendeöffnung.
Dann wenden, gut bügeln und ringsum knapp kantig abnähen. Die Hakenklettteile aufnähen. So, und jetzt nur noch die Taschentücher rein, natürlich ohne Folie. Die Schließe dran. Nun könnt ihr von jeder Seite öffnen und schließen, egal wie rum ihr es hebt. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe doch bis zum nächsten Mal. Tschüss!